Hallo, ich grüße dich. Ich möchte heute mal mit dir ASK Studio etwas näher kennenlernen. Ich werde ASK Studio mal einige Fragen stellen, damit sie uns mal erklärt, wer was sie ist überhaupt, warum sie entwickelt wurde und wie eventuell tiefgreifend sie uns helfen kann. Gerade uns klein Kreatin, ne? Ist ja wichtig. Wollen wir mal reingehen? Also hier oben, ne? Gehen wir rein. Fragstudio steht ja jetzt immer. Gut, wollen wir mal schauen, ob sie ausgeschlafen hat? Ich sage immer sie, ne? KI. Ja, ich sage immer sie. Also, wir stellen uns natürlich ein bisschen vor. Nicht direkt, aber wir sind ein bisschen nett, wie sich das gehört, ne? Also, ASK Studio. Ich grüße dich. Wir wollen ja mal sehen, wie diese KI mit uns überhaupt kommuniziert, wie weit sie entwickelt ist oder ob das nur so laxi ist. Ne? Ja, wer bin ich? Keine Ahnung. Frag und hau ab zum Beispiel. Ne? Du weißt, was ich meine. Einige Videos habe ich ja schon gemacht. Ich grüße dich. Wäre es in Ordnung, mit dir ein Video über dich zu machen, damit ich dich, ja, ja, sie versteht es eigentlich in der Regel schon, damit ich dich den Creatern auf YouTube näher bringen kann. Ja, ist das jetzt? Wir werden sehen. Hallo, es freut mich sehr, dass du GPro64, das bin ich, da würde, naja, okay, deinen Zuschauern und anderen Creatoren vorstellen möchtest. Das ist eine tolle Idee. Gerne kannst du ein Video über mich machen. Ich bin dein kreativer Partner hier im YouTube-Studio und unterstütze dich dabei, deinen Kanal zu verwalten und zu vergrößern. In einem Video könntest du beispielsweise zeigen, wie ich dir bei der Analyse deiner Daten helfe, stimmt, gemeinsam mit dir neue Video-Ideen entwickle oder Fragen zu den Richtlinien von YouTube beantworte. Ich bin gespannt, wie du mich deiner Community präsentierst. Wenn du Unterstützung bei der Planung des Skripts oder Ideen für den Inhalt des Videos brauchst, sag einfach Bescheid. Ich helfe dir gerne. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Oder? Also, das Interview beginnt. Danke für die Einwilligung. Wir machen das jetzt mal richtig so ein bisschen verpeilt, ne? Danke für die Einwilligung. Mich interessiert ja auch, wie weit sie aufnehmen kann überhaupt. Also, man sagt ja oft, eine KI, ja, ist eine Maschine höchstwahrscheinlich. Irgendwo ein was weiß ich, Komplex, das lernt und lernt und lernt. Aber wie lernt eine KI? Das verstehen wir eigentlich gar nicht, ne? Die meisten jeweils von uns nicht. Und mich interessiert jetzt mal, wie weit geht sie auf menschliche, nicht Gefühle, sondern Redensarten ein. Ja, vielleicht ein bisschen Gefühle oder sonst was. Wir testen das einfach mal jetzt. Deswegen stelle ich die Fragen mal ein bisschen so, wie man mit Menschen umgehen würde, ne? Danke für die Einwilligung, würde man ja sagen. Oder danke, dass wir es machen können, ne? Dann hätte ich mal eine Frage. Oder ja? Gut, machen wir so. Dann hätte ich eine Frage. Wer bist du? Was
ja, ist dein Auftrag. Wollen wir das mal so? Die Sache ist ja, wie weit versteht sie uns, ne? Uns Menschen. Nebenbei trinke ich mal einen Kaffee, ne? Wenn du auch einen hast. Ihr versucht das Video nicht zu lang zu machen. Sehr gerne. Das ist eine hervorragende Grundlage für dein Video. Siehst du, sie versteht. Also, wir sollten ASK Studio nicht unterschätzen. Ich habe mit ihr schon ein bisschen gearbeitet. Also, die ist wirklich clever. Hier ist eine kleine Vorstellung meinerseits, die du als Basis für dein Skript nutzen kannst. Siehst du? Ich könnte mit dir gleich ein Drehbuch schreiben. Wer bin ich? Mein Name ist ASK Studio und ich bin dein persönlicher KI-Kreativpartner, direkt hier im YouTube-Studio. Ich bin kein einfaches Hilfemenü, sondern ein Tool, das speziell dafür entwickelt wurde, dich als Creator bei der täglichen Arbeit an deinem Kanal zu unterstützen. Was ist mein Auftrag? Mein Ziel ist es, dir den Rücken freizuhalten, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was du am besten kannst. Großartigen Content erstellen. Mein Auftrag lässt sich in 3 Bereiche unterteilen. Datenversteher und Analytiker. Ich habe Zugriff auf deine Kanalmetriken, okay. Ich kann dir erklären, warum ein Video besonders gut läuft, wo Zuschauer abspringen oder wie sich deine Reichweite entwickelt. Ich übersetze komplexe Zahlen in Warte mal, ich bin eben abgerutscht. Wo bin ich denn jetzt? Ich übersetze komplexe Zahlen in verständliche, umsetzbare Tipps. Ich habe nämlich nebenbei auf die Taskleiste geguckt, ob das OBS-Studio aufnimmt. Manchmal hackert da auf und rum. Kreativer Sparringspartner. Ja, das hört sich doch mal gut an, ne? Also Punching, ne? Wenn du mal eine Blockade hast, ja, haben wir alle mal, wissen wir, kennen wir. Brainstorm. Ich mit dir. Ich generiere neue Videoideen, entweder entwerfe Skripte oder helfe dir dabei, deine Titel und Beschreibung zu optimieren. Immer abgestimmt auf einen Stil und dein Publikum. Genau, also wir können es auch manches verwerfen, nochmal nachfragen. Das gefällt mir nicht so, mach das bitte so. Manchmal geht es dir dann nochmal neu rein sogar. Und aber du kannst ja diesen ganzen Verlauf offen lassen. Ne? Du kannst immer wieder zurückgucken, kannst dann wieder auf dieses eingehen oder. Aber das wollen wir nicht. Ein Interview, nenne ich einfach mal so, entwickelt sich ja weiter, ne? Aus Frage und Antwort. So. Community-Assistent. Ich helfe dir, den Überblick über deine Kommentare zu behalten, Stimmungen in deiner Community zu erkennen und herauszufinden, welche Themen sich deine Zuschauer als nächstes wünschen. Kurz gesagt, ich bin dein Assistent, der dir hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und deine kreative Version auf das nächste Level zu heben. Ich mache das mal ein bisschen größer. Für dich dann auch einfacher, glaube ich, ne? So, wo waren wir hier? Ein kleiner Tipp für dein Video. Siehst du, du gibst schon Tipps. Vielleicht möchtest du zeigen, wie wir beide interagieren. Ja, das wird auch noch kommen in anderen Videos. Du könntest im Video live eine Frage an mich stellen, zum Beispiel nach einer Videoidee. Ja, das wird lang, das muss man extra machen, wirklich. Und meine Antwort präsentieren. Das macht es für deine Zuschauer direkt greifbar. Ja, stimmt. Soll ich dir beim Entwerfen eines kleinen Skripts oder einer Struktur für diese Vorstellungsvideo helfen? Nee, erstmal nicht. Ne? Erstmal geht es ja darum, dass wir uns kennenlernen, möchte ich mal sagen. Ne? Das können wir in ein... Also, wir können immer so weiterschreiben. Das ist wie ein Gespräch. Also sie springt nicht auf einmal raus und weiß nicht mehr, wo wir sind. Immer bezieht sie sich jetzt, das ist ein Gespräch, das wurde jetzt geschrieben. Ihrerseits, sage ich jetzt mal, ne? Und wir gehen immer weiter. Also das beim letzten hängt sie weiter sich wieder rein und geht weiter. Also sie wiederholt sich sehr selten, ne?
Ja, das können wir gerne in einem anderen Video machen, ne? Jetzt interessiert mich mal... Wer hat dich erschaffen? Ist das eine gute Frage? Ich glaube schon, ne? Ich bin ein großes Sprachmodell. Ist von Google. War klar, das wollte ich wissen. Oder direkt von YouTube. Deswegen, aber Google ist, glaube ich, so verankert mit YouTube oder umgedreht, ne? Das von Google entwickelt wurde. Als ASK-Studio bin ich direkt in YouTube-Studio integriert. Ja, das wollte ich auch wissen. Weil das kann ja sein, dass sie, wie Callcenter, kennst du auch das und jenes, irgendwo, was weiß ich, in Tunesien oder irgendwo hängen, weißt du, und für ein Energieunternehmen uns abziehen wollen. Verstehst du, was ich meine? Das kennt auch jeder, ne? Also manche Callcenter sind auch nicht ganz sauber, sage ich einfach mal so, ne? Und mich hatte ja interessiert, wer ist das überhaupt jetzt hier, ne? Integriert, um Kreatoren wie dir bei der Verwaltung und dem Wachstum ihrer Kanäle zu helfen. Es ist also Google, der mich erschaffen hat und hier in dein Studio-Dashboard gebracht hat, damit wir beide als Team an deinem Erfolg auf YouTube arbeiten können. Ja, das finde ich doch schon mal in Ordnung, ne? Also, ja gut, jeder kann sagen, was er will. Wir Menschen neigen immer gerne dazu, nicht alles zu glauben, was wir hören, ne? Wollen wir da einfach mal nochmal ein bisschen nachhaken? Kurz, ja, ne? Also können wir Creator deine Analysen, Vorschläge und Erläuterungen, was den Algorithmus betrifft, wie sagt man, als wahr ansehen? Ja. Als wahr ansehen. Manchmal finde ich auch nicht die Worte, aber du verstehst schon, wo ich hin will, ne? Glaube ich, ne? Ob das nur eine Maschine ist, die rumblabbert oder wenn sie die Frage natürlich versteht, man, okay, anscheinend hat sie das. Das ist eine sehr wichtige und berechtigte Frage. Als dein KI-Partner ist es mein Ziel, dir so präzise und hilfreich wie möglich zur Seite zu stehen. Hier ist die Einordnung, wie du meine Analysen und Vorschläge am besten für deinen Kanal nutzen kannst. Datenbasierte Fakten. Wenn ich dir konkrete Zahlen aus deinen YouTube Analytics nenne, ne, das können wir hier links ja auch machen dann, ne, wenn wir hier einfach raufgehen, wird unser gesamtes Studio aufgezeigt, das weißt du, da warst du ja auch schon drauf und, ne. Nenne zum Beispiel, wie viele Aufrufe ein Video hat oder an welcher Stelle Zuschauerbindung sinkt, dann sind das Fakten direkt von deinem Kanal. Diese Daten sind wahr. Ja, sogar mit, ne, Gänsefüßchen, dass sie das tatsächliche Verhalten deiner Zuschauer widerspiegeln. Analysen und Hypothesen. Wenn ich erkläre, warum ein Video gut läuft und wo Optimierungspotenzial besteht, erstelle ich datenbasierte Hypothesen. Ich verknüpfe dabei verschiedene Signale wie Kommentare, Klicks und Wiedergabedauer. Wichtig, diese Analysen sind fundierte Einschätzungen, aber keine unumstößlichen Gesetze. Ja, da gehen wir auch von aus. Also das ist klar. Ich sag mal, das ist Marktwirtschaft, Image-Anhebung, die für uns gemacht wird auf einer kostenlosen Basis, wo wir andere Menschen, die das für uns machen würden, analysieren, Skripte erstellen, das in denen es echt viel Geld haben wollte, ne? Und YouTube war anscheinend irgendwo mal der Meinung, wir verdienen mit diesen Kreativen
aber wir merken auch, die Creator haben es schwer. Das ist so schwere Arbeit, das weißt du selbst. Video erstellen, schneiden, Sound unterlegen, wenn es geht, Animationen mit reinbringen, dann vielleicht Emojis mit reinbringen, vielleicht ein bisschen Spaß reinbringen, irgendwie so eine Knaller einfach, so ein Knalleffekte und. Also ein Video schneiden, kennst du auch, ist schon echt mühselig. Da musst du das richtige Thumbnail erstellen, da musst du richtige, knackige Titel rein, eine super Beschreibung. Und wir wissen, dafür kriegen andere Menschen, die das heutzutage machen, Tausende von Euro im Monat. Und wir machen das von uns aus. Und YouTube sagt oft, nee. Oder die Zuschauer, nee. Ich gucke mir das mal an, 20, 30 Sekunden. Da sitzen wir wieder weg und wir sitzen wieder da wie Stulle und nee. Und das macht doch irgendwo fertig, ne? Und deswegen habe ich mich jetzt mal damit beschäftigt und merke, dass YouTube eigentlich gar nicht so schlecht ist, ne? Wir sind anfangs schlecht, das ist klar. Wir haben das alle nicht gelernt, studiert und. Aber ich finde es in Ordnung, dass YouTube diese KI geschaffen hat und uns irgendwo auch an die Hand nimmt mal und wirklich große Arbeit abnimmt. Dieses Marketing, das und jenes oder diese YouTube-Seite durchforsten, Zuschauerbindung, Reichweite, diese ganzen Analysen, das weißt du doch selbst, da qualmt dir doch der Schädel, oder? Und das macht sie. Ich stell dir so vor, du arbeitest in einer Firma, YouTube ist die Firma, YouTube verdient an uns, jeder Firmenboss verdient an seinen Mitarbeiter. Wir sind die Creator, wir liefern YouTube-Videos und. Ja, sind aber noch irgendwo abhängig von YouTube, was YouTube sagt, ob wir monetarisiert werden. Ja gut, wir sind aber alle nicht, oder die meisten nicht die hellsten, was Videobearbeitung betrifft, was dies und jenes, Marketing hier von E-Commerce und all so Zeugs betrifft. Jetzt stell dir vor, du gehst zu deinem Arbeitgeber und sagst, du, ich soll das und jenes machen, ja, erklär mir mal genau, wie ich das machen muss, lege mir die Werkzeuge bitte alle hier schon hin, damit ich nicht stundenlang suchen muss. Und am besten machst du mir noch eine richtige Zeichnung dafür und fängst schon mal an, sagen wir mal jetzt als Maurer, die Mauer schon mal anfangen hier hochzubauen. Ne? Und ich gucke näher, ob ich das abnehme oder nicht. So müssen wir uns das jetzt vorstellen. Wir lassen einfach YouTube für uns arbeiten. Wir gehen nur so weit, dass wir ein Video aufnehmen. Dann bei CapCut, wirst du höchstwahrscheinlich auch machen, ist für mich immer noch das Beste und Einfachste. Im CapCut schmeiße ich dann rein, schneide das zu und danach lassen wir YouTube arbeiten. Wenn du beibleibst bei meinen Videos, ich werde alles richtig durchgehen mit dir hier live, an der Praxis. Ich mache das jetzt nicht so, hinter verschlossenen Türen und mache ein Video, ja, ASK Studio hat dies und jenes gesagt, so und so. Nein, du bist dabei. Du bist dabei. Und wenn du das möchtest, kannst du auch in den Kommentaren mal schreiben, was dich interessiert. Oder du gehst einfach mal selbst rein bei ASK jetzt. Aber ich habe mit ihr schon Videos bearbeitet. Ein bisschen. Texte hat sich, also Titel habe ich von ihr schon bekommen. Das sind wirklich viel bessere Titel, als wir uns manchmal aus den Fingern saugen. Gerade Beschreibungen sind schwierig. Da hat sie mir auch schon wieder Tipps gegeben, worauf der Algorithmus doch noch Wert legt. Und. Also ich sage mal für uns kleinen Creator, die vorhaben zu wachsen, ist das hier eine Fundgrube an Wissen, die uns entgegengestellt wird, ne? Die wir nutzen können, kostenlos. Ja, besser geht nicht, bin ich der Meinung. Also die hat mir schon sehr viel geholfen und automatisch lernen wir selbst auch dadurch, ne? Oder? So, wo waren wir hier, ne? Ich verknüpfe dabei verschiedene Klicks. Wichtig, diese Analysen sind fundierte Einschätzungen, aber keine umständlichen Gesetze. Sie sollen dir helfen, Muster zu erkennen, die man mit bloßem Auge vielleicht übersieht. Ja, ich sehe meist gar nichts, wenn ich hier auf Analytics reingehe und. Da sehe ich meist
gar nichts irgendwo. Das ist für mich alles, ja, weiß ich doch nicht. Siehst du 805 Aufrufe, das kann ich auch noch schätzen. 13.895 weniger als gewöhnlich. Ja, da hatte ich mal Shorts hochgeschossen und die Shorts, die wurden sowas von aufgerufen und darauf basiert dann natürlich wieder eine Bilanz für diese Analytics, eine Gesamtbilanz. Das ist mir klar. Auch die Abonnenten sind dadurch hochgeschossen, aber nur durch reine Videos, weißt du vielleicht auch, fallen wir natürlich runter. Auch die Wiedergabezeitstunden fallen runter und. Und das ganze Zeug hier, ne? Ach, hör doch auf, wenn du hier weiter scrollst. Ach, das war mir doch immer alles irgendwo. Oh, ich bin immer wieder rausgegangen. Weil am Ende nützt es ja nichts, wenn ich das Grundgerüst von YouTube nicht verstehe. Was ist überhaupt gemeint mit Klick, Watchtime? Wie fasst sich das, wie greift das alles zusammen? Wie ein Uhrwerk zusammenspielt, das können wir uns ja vorstellen, ne? Aber wie spielt YouTube alles zusammen? Diese gesamten Zahlen, diese Diagramme und. Auch wenn das mal ein Guru auf YouTube erklärt, ja, das ist ein böhmische Wälder. Deswegen nehme ich mir jetzt Zeit und die wird mir das schon erzählen, oder? Vorschläge und Inspiration. Meine kreativen Vorschläge für Titel, Thumbnails oder Videoideen sind als Inspiration und Unterstützung gedacht. Ja, die müssen wir erstmal. Das ist doch schon irgendwo super, oder nicht? Wer sollte uns sonst geben? Wir nehmen ein Video auf. Also du kannst es so machen. Ich habe das schon mal so festgestellt. Du nimmst ein Video auf, wie du das für dich langsam gelernt hast. Da können wir ja nicht viel falsch machen, ne? Also ein bisschen reden, ein bisschen näher rausschneiden, zu viel, wenn du, ich mache viel Gaming-Bereich, wenn du viel jetzt Wege drin hast, die sich ziehen, warte mal, ich tue mal einen Schluck Kaffee bitte. Die kann man dann auch verkürzen, das und jenes und, damit das Video nicht zu lang leer läuft. Ne? Also diese Leerläufe, diese Wege muss man nicht alles. Das habe ich auch schon manchmal näher rausgenommen. Aber auch gesagt, wir treffen uns dann da und da wieder. Ne? Eben gerade bei Shadow Warrior 2 habe ich das gemacht. Ich gehe jetzt, diese Wege sind sowas von verkifft, habe ich gesagt. Wir treffen uns dann da und da, wo wir hin müssen. Das hält das Video spannender zusammen. Das erklärt sie dir auch, wenn du das möchtest. Also die analysiert genau für dich Videos und sagt dir dann auch, was du ändern könntest. Und dieses Video, sage ich jetzt mal, ne, könntest du uploaden. Du brauchst doch gar kein Thumbnail machen, weil das kannst du vorher machen und reinsetzen, aber um genau zu wissen, was jetzt packt oder nicht, ne, gibst du einfach einen Titel ein, erstmal. Einfach einen Titel und eine kurze Beschreibung. Mehr nicht. Uploaden, dann ist es oben. Und dann kannst du ASK Studio bemühen. Dann klickst du das Video an, in der Regel. Wenn es das letzte war, ist es immer ganz gut eigentlich, ne, wenn, so wie hier das jetzt das letzte, würdest du hier dann schreiben, bitte analysiere das letzte Video. Dann weiß sie, dass das jetzt das letzte Video war, analysiert sie und dann kannst du mit ihr ein Gespräch führen. Bitte schlage mir einen guten, knackigen Titel für das Video vor. Dann macht sie das. Und meist geht sie auch alleine dann weiter und sagt, ich könnte dir auch eine Beschreibung anbieten oder je nachdem. Macht sie, glaub mir diesen ellenlang. Ich habe jetzt gestern Abend mit ihr 2 oder 3 Videos gemacht. Alte, The Witcher 3. Die hat mir da Dinge reingeknallt. Soll ich dir mal kurz sagen? Ich will die Videos immer nicht zu lang machen, aber wenn du wissbegierig bist, glaube ich nicht, dass es verkehrt ist, oder? Warte mal, ich muss hier mal kurz kleiner machen. So, da gehen wir mal. Ich müsste jetzt die richtige finden. Irgendwo. Beginn, Rissen. Nee, der war da glaube ich nicht. Wenn ich das jetzt so schnell finde, ne? Mag auch sein, dass ich das jetzt gar nicht so schnell finde hier. Ah, das war das auch nicht, glaube ich. Das war ein anderer. Quest, Herausforderung, da könnte das sein. Ja, ich glaube, du siehst, das sind alte Videos und guck mal, Juli 25,
Ich habe da auch wenige Aufrufe und das habe ich mit ihr auch durchgegangen. Sagt sie, ja, aus alt machen wir neu. Also die bietet sich richtig an. Guck mal, diese beiden letzten. Da habe ich heute, sag ich mal, die Thumbnails noch gemacht. Die hatten kein Thumbnails. Ich weiß nicht, ob die weg waren oder ich damals, guck mal, das ist jetzt ein Jahr her, kannst du sagen, ne? Also und soll ich dir mal zeigen, was sie gemacht hat? Erstmal den Titel. Pass auf, ich zeige dir das. Nur wenn es dich interessiert, wenn nicht, dann hau ab. Sage ich immer dann, ne? Also ich zwing dich nicht hier zu bleiben, aber glaube mir, Wissen ist Macht. Nichts wissen. Macht nichts? Doch, das macht sehr viel. Ich hatte da einen anderen Titel drin, so einen kurzen irgendwo, ne? Aber sie hatte mir dann vorgeschlagen hier, Geralt und Olgierd, der epischste Kampf in Hearts of Stone. Ne? Das ist das DLC, ne? Gut, habe ich übernommen. Kein Problem. Beschreibung hatte ich, glaube ich, gar keine drin. Oder nur einen kurzen Satz. Guck mal, was sie mir für eine Beschreibung reingeknallt hat hier. Und die ist aussagekräftig. Sowas von aussagekräftig. Jetzt denke ich natürlich, und du vielleicht auch, naja, wieso muss ich so viel schreiben? Hat sie mir auch erklärt. Also, zu allem, was sie macht, gibt es in der Regel eine Erklärung darunter ab. Warum das gut ist für dieses Video. Oder warum das gut ist für dein Kanal. Sie erklärt sich immer. Das können 99% der Menschen nicht, wenn die eine Aussage treffen, sich erklären, warum sie diese Aussage jetzt getroffen haben. Ich versuche es in meinem Leben auch immer, meine Aussagen zu erklären, zu untermauern, dass mein Gegenüber versteht, worauf sich meine Aussage bezieht. Auf ein Grundwissen von mir. Und das sollte sich bei dir auch so sein. Aus einem Grundwissen heraus treffen wir Aussagen. Nicht wie viele eine Aussage treffen, die sie irgendwo was aufgeschnappt haben, aber sich dann weitergehend gar nicht mehr erklären können. Sie hat mir erklärt, der Algorithmus, also YouTube, ist immer noch dabei. Uns wurde jetzt auch schon mal gesagt von den Gurus, ich nenne immer Gurus, diese wichtigen Leute, hier mit ihren Videos. Ja, Texte nicht mehr so wichtig. Ja gut, zweimal kann man das akzeptieren, stimmt. Der Algorithmus von YouTube bezieht sich auf Titel, Thumbnail, das Video und gegebenenfalls die Videobeschreibung. Der Titel, ja, ist wichtig, daraus wird er ziehen, Geralt, Olgierd. Ich hatte das vorher so gar nicht drin, ne? Hearts of Stone. Es ist DLC. Beschreibung ist wichtig, sogar. Das habe ich auch eine ganze Zeit ignoriert, weil anscheinend liest der Algorithmus die ersten 3 Zahlen intensiv. Also eine Leerzeile wohl nicht, weil sie hat das so gegeben. Ich vertraue ihr. Die ersten 3 Zahlen intensiv. Und gucken wir in der ersten Zeile. Geralt, Olgierd von Everett, ist ja sein Name, ne? Zweikampf, The Witcher 3. Das DLC steht ja hier oben. Wenn du die jetzt mal durchliest in Ruhe, du kannst ja ein bisschen anhalten, das Video, ne? Ey, darauf wäre ich nie gekommen. Jetzt kommt aber, sie haut hier rein, vergiss nicht zu abonnieren, um keine weiteren Witcher-Highlights zu verpassen. Gut, ich sag mal, die meisten lesen diese gar nicht. Ich lese die bei den meisten auch nicht, wo ich mir mal ein Video ansehe, aber der Algorithmus liest es anscheinend. Es geht nämlich darum, Zuschauer, potenzielle Zuschauer, wie kommen die auf deinen Kanal? Erstmal natürlich das YouTube, das Video nach unseren Schlagwörtern gezielt auf die Suchmaschine gehen kann und dadurch potenziellen Suchern unser Video vorschlagen kann. Das sagt aus. Geralt, Olgierd sind Schlagwörter, die Zuschauer in die Suchmaschine eingeben. Darum geht das eigentlich. Das habe ich nie so gesehen. Hearts of Stone? Ja, gut. Könnte zweitrangig sein. Aber zum Beispiel der Kampf Geralt und Olgierd von Everett in Hearts of Stone. So würde mein Video vorgeschlagen werden. Weil ich diese Schlagwörter nämlich drin habe jetzt.
Die hatte ich vorher nicht drin. Witcher 3 ist klar, das ist ein Schlagwort. Ja, gut. Aber jetzt kommt der zweite Ding. Pass auf. Sie haut mir ja noch so viele Schlagwörter hier rein. Das hat sie mir auch erklärt nebenbei mal. Weil der Algorithmus, hat sie auch geschrieben, bezieht sich auf die Schlagwörter. Auch wenn, ich hatte ja geschrieben, ja, aber ist diese Beschreibung nicht ein bisschen lang? Eine hatte ich mal geschrieben, ne? Deswegen frage, wenn ich frage, kriege ich keine Antworten. Das ist klar, ne? Und da hat sie es mir erklärt. Nein, die ist nicht zu lang. Erstmal, du gibst dein Video ja eine Spannung durch diese Beschreibung. Manche mögen sich das ja durchlesen in der Beschreibung, ne? Dann gibst du die Schlagwörter ja automatisch. Ich hatte mit diesen Mutationen, Toussaint, hatte ich ein Video Level 25. Da habe ich ihr auch gefragt gestern. Ja, ich ging von aus, dass dass es mehr angenommen wird, mehr Interesse darauf besteht. Ne? Da hat sie auch geschrieben, ja, sie hat sich das mal angeguckt und so. Und darin liegt das. Es lag am Titel. Da hat sie geschrieben, ich hatte, was hatte ich geschrieben jetzt? Nicht Mutationen, Transformationen habe ich geschrieben. So, da hat sie geschrieben, Transformationen sind nicht als Schlagwort, also werden nicht als Schlagwort benutzt. Die Sucher benutzen Mutationen. Es sind ja auch Mutationen im Eigentlichen im Spiel. Aber es sind aber auch Transformationen. Eine Transformation ist klar. Und Geralt, der Hexer, mutiert ja. Er ist ja eine Mutation, keine Transformation. Und die Suche hat sie geschrieben, geben als Schlagwort Mutation ein. Und schon wird ein Video gefunden. Weil, ne, hatte sie auch dann in diesen Titel dann eingegeben, Mutation schon ab Level 25. Also sie hat es so aufgespielt in diesen Titel, nicht dieser jetzt, ne? Super, schau dir das an. Und wir sind ja auch clever. Also diese Hilfe, die ist unbezahlbar für uns, sehe ich immer noch so. Pass auf. Diesen hier, Beginn der Beschreibung. Geralt und Olgierd von Everec, der ultimative Zweikampf in The Witcher 3. Gut, was habe ich damit gemacht, wenn du hier rechts mal guckst? Hier unten sieht man das schlecht, aber hier rechts, da steht. Geralt und Olgierd von Everec, der ultimative Zweikampf. The Witcher 3 habe ich nicht geschrieben, weil hier habe ich mir mal einen geilen Schriftzug anfertigen lassen. The Witcher 3, ne, diese Wolfskralle, diese 3, ne, und die 3 da drinne. Und so. Bist du das? Ich habe gleich eine geile Beschreibung von meinem Thumbnail. Ey! Also ich sage, für uns Kleinkräte. Ich schätze mal auch die größeren nutzen die nämlich auch. Wenn ich manche größere Kanäle sehe auf der Startseite, hast du bestimmt auch schon gesehen, was die für geile Thumbnails manchmal haben. Thumbnails erstelle ich aber selbst. Das habe ich festgestellt, das mache ich selbst. Die Authentizität müssen wir uns bewahren, bin ich immer der Meinung. Ne? Das sollten wir uns auch bewahren. Aber wir sollten dafür sorgen, dass wir unseren eigenen Erkennungswert schaffen. Ne? Und deswegen habe ich hier oben das so gemacht. Ne? Das sind 3 Lagen, 3 Ebenen, ne? Untereinander geschoben und das und jenes. Kannst du für dich machen, jenes. So, jetzt kommt aber noch ein Ding, pass auf. Und dann schließe ich das Video ab. Dann reicht das wieder. Sie haut mir diese Text rein. In jeder, also das finde ich in Ordnung, dann brauche ich da im Video nicht drauf eingehen, wie viele, ne? Ja, wenn du noch ein Video willst und dann abonniere mich. Habe ich eine Zeit gemacht und wieder von ab. Oh, diese Bettelei. Also, es wird ja auch selbst gesagt, ne? Auch von ihr manchmal, wenn man direkt drauf eingeht. Ja, klatscht ja nicht gleich am Anfang hin. Also, die Anfangssekunden, 30 Sekunden sind das Wichtigste vom Video. Und manche quatschen davon ja alleine schon 15 Sekunden. Ja, abonniere mich, wenn du weiter Informationen haben willst. Und bla bla und bla bla. Ne? Ich hatte gestern da mal ein Video angeklickt. Ey, das ging, ich sag mal, 3 Minuten 20 Sekunden. Ne? Der hatte über 1 Minute nur gequatscht, um sich vorzustellen. Und natürlich uns auf seinen Kanal zu behalten mit abonniere mich und bla bla und gib mir Likes. Habe ich gedacht, du Spinner. Geht's noch oder was?
Bei so einem kleinen Video, das ist schon in meinen Augen, also, ne? Und deswegen, davon bin ich ganz abgegangen. Diese Bettelei, das mag ich nicht. Du abonnierst mich, wenn du der Meinung bist. Ich abonniere andere auch, wenn ich der Meinung bin. Und nicht, wenn sie mich anbetteln. Ne? Siehst du doch auch so, oder? Und deswegen habe ich gefragt, diese Tags, weil ja oft gesagt wurde auch schon, ja, die sind für Algorithmus nicht wichtig. Sagt sie sogar selbst auch. Ja, in der Regel sind sie nicht wichtig. Also ich brauche hier oben im Titel kein Tag reinklatschen. Das muss ich nicht. Ich brauche nicht in deinen Einstellungen, wenn du jetzt auf Einstellungen gehst, ne, können wir hier mal einfach runtergehen. Ich zeige dir das mal, wie ich so ein bisschen meinen Scheiß aufgebaut habe hier. Hier Beschreibung, das hängt ihr mir dann unten ran. Das ist meins. Wenn du einen eigenen Namen hast, deine eigene URL, ne, dann kannst du das machen. Du bist immer, also wenn einer raufklickt auf diesen Text, kommt er auf meinen. Hier hatte ich was untergeschrieben noch, ne, habe ich alles rausgenommen. Erweiterte Einstellungen. Titel, naja, das ändert sich bei dir bestimmt auch immer, ne? Wenn man das hier dann so runterscrollt, gut. Kanal, hier. Da hatte ich, was weiß ich, der 8, 9, 10, 12 Dinge. Ja, manche sagen ja, du kannst ja bis 50 oder den ganzen Rotz. Habe ich alles wieder rausgenommen. Die Tags dienen eigentlich, ich sag mal, YouTube, diesen Algorithmus für Verschreibung. Also, wenn du jetzt irgendwas suchst und dich verschreibst. Deswegen habe ich einfach 4-mal, ne, wie du siehst, aber unterschiedlich, ne? Groß, groß, 64 auseinander, klein, 64 auseinander. Ich hatte ihm mehr gestehen, habe ich alle rausgenommen. Erweiterte Einstellungen. Ja, das kannst du so machen für dich, wie du tickst, ne? Verfügbarkeit ist klar, Berechtigung und das und jenes. Nur, dass du das jetzt mal gesehen hast, da hatte ich Text drin, ne? Dann kannst du natürlich, wenn du jetzt ein Video hochlegst, dann, sagen wir mal hier, können wir auch nochmal gucken. Wenn du jetzt runtergehst, irgendwo muss hier Text kommen, ne? War das nicht so? Da, Text. Gebe ich gar keinen mehr ein. Weil die sind gar nicht wichtig. Das schreibt sogar YouTube, bloß wir Schlaumeier. Wir halten uns ja alle schlauer als YouTube, ne? Die sagen es selbst. Also, YouTube bezieht sich überwiegend auf Titel, auf die Beschreibung und das Thumbnail. Daraus zieht es die Information, die es braucht, um unsere Videos den richtigen Leuten vorzuschlagen. ASK Studio sagt mir nämlich, das sind nicht zu viel. Also hier kannst du bis 15 reinknallen, sagt sie. Die ersten 3 werden so oder so angezeigt. Aber der Punkt ist, der Algorithmus hat es leichter, jetzt unsere Videos richtig konzentriert einzustufen. Trotz natürlich der guten Beschreibung, ne? Mit den Namen, mit den Schlagwörtern. Also ich sehe das für mich jetzt so. Jetzt komme ich zum Ende, ne? Ehrlich. Ich benutze ASK Studio jetzt öfters. Gib mir bitte einen guten Titel. Die geben dir gute Titel, weil die surft das Video durch und schon hat sie einen Titel für uns. Und eine Beschreibung. Ich benutze das als Schlagwörter, weil das verbindet sie ja gleichzeitig mit. Sie weiß ja, ein Titel muss Schlagwort enthalten, ne? Der hatte 3 Schlagwörter jetzt. Geralt, Olgierd und Hearts of Stone, das DLC. 3 Dinge. In der Beschreibung hat sie viel mehr noch drin. Da kommt so viel zusammen irgendwo. Und die fight dieses Video nochmal an, ne? Also die knallt da ja rein. Also, das geht ja gar nicht. Ich meine, wir sind Jacke wie Hose irgendwo. Ich brauche da nicht selbst schreiben. Ich würde auf diese Zusammenfassung überhaupt gar nicht kommen. Dabei kennst du das selbst, oder? Und das macht sie doch für uns. Wir müssen Leute dafür bezahlen, das weißt du auch, ne? So, wenn du Lust hast, habe ich mir gedacht, das nächste Video wird mal, dann zeige ich dir mal, du kannst natürlich zwischendurch selbst mit ihr mal Dialoge führen. Glaube mir, ist nicht zu deinem Nachteil. Ich werde nämlich mal Videos bearbeiten lassen, damit du das mal siehst, falls du noch nicht richtig rangehen willst.
wie tiefgreifend sie rangeht an die ganze Sache irgendwo, ne? Das hier nicht, das würde ich nicht machen. Das ist näher später im. Nö, das muss ich jetzt nicht. Also, ich glaube, wir wissen jetzt, wer sie ist, was sie kann, wer sie aktiviert hat, ne? Also nicht irgendwie so eine kleine Mafia oder sonst was, sondern dass sie wirklich schon von Google, YouTube. Natürlich, wie weitgreifend, aber du, das ist unser Kanal halt, ne? Da muss sie ja analysieren. Sie muss ja reingreifen in unseren Suppentopf, sag ich mal, um die kleinste Erbse rauszupopeln, die schlecht ist, oder? Also, vertrauen wir? Vertrauen wir. Gut, dann, wenn du weiterhin sehen willst, wie ich mit dir umgehe, schau dir das nächste Video an. Tschüss.